Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch die klassische Donauwelle auf meine Art. Ich habe ja schon einige Male Donauwelle gebacken, auch auf dem Kanal gezeigt, aber noch nie die ganz klassische Variante auf dem Blech und wirklich mit deutscher Puddingbuttercreme und einem ganz einfachen Rührteig. Heute möchte ich sie nun ganz klassisch zeigen, einfach auf meinem Backblech. Das habe ich jetzt hier mit einem Backpapier ausgelegt, meinen Backrahmen darauf gestellt. Den kann man dann schön ausziehen. Das Backblech hat so etwa 30 x 40, knappe 40 cm, damit ihr das schon mal wisst. Und wir starten dieses Video mit der Zubereitung unseres Puddings, denn der muss natürlich abkühlen. Der muss dieselbe Temperatur haben wie die Butter, die man dann darunter rührt. Die Buttercreme könnt ihr auch schon am Vortag zubereiten, dann habt ihr sie fertig, wenn ihr dann backen wollt. Bevor wir mit der Zubereitung unseres Puddings starten, möchte ich nochmal darauf verweisen, dass alle Utensilien, die ich im Video benutze, die bekommt ihr jetzt in meinem eigenen Backshop. Ich habe auch meine eigene Backlinie. Es sind meine eigenen Produkte, die werden hier in Weibstadt in der Nähe bei mir hergestellt. Sie sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, fruchtsäurefest und spülmaschinenfest. Wir starten mit der Zubereitung unseres Puddings. Also als erstes werden wir uns das Puddingpulver, das sind so 40 Gramm, im Grunde Stärke könnt ihr da auch nehmen. Und wir nehmen uns 100 Gramm Zucker dazu und vermischen das schon mal schön. Das können wir jetzt anrühren mit etwas von unserer kalten Milch. Ich habe jetzt hier 500 Milliliter kalte Milch und wiege jetzt einfach so 6 Esslöffel davon ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so ungefähr. Gerade klümpchenfrei verrühren, damit wir nachher dann eben unseren schönen Pudding auch klümpchenfrei kochen können. Kalt ist wichtig, denn bei warmer Milch würde es sofort klumpen. So, schön glatt miteinander verrühren. Der Zucker darf sich auch schon ein bisschen auflösen. Und um die Vanille noch etwas intensiver zu machen, in dem Pudding nehmen wir einfach noch einen Esslöffel Vanillepaste hinzu. Oder Vanilleextrakt, also da könnt ihr wirklich nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt es auch weglassen, theoretisch. Aber ich finde immer, dann wird es noch leckerer. Das löst sich dann besser in der warmen Flüssigkeit. Die Vanille könnt ihr auch dann nachher dazugeben, wenn es schon auf dem Herd ist. So, hier habe ich meinen Topf auf dem Herd, kalt ausgespült. Die Milch reingeben. Ausgespült deswegen, weil dann die Milch weniger schnell anbrennt. Und das angerührte Puddingpulver, das gebe ich jetzt einfach hier gerade unter Rühren dazu. Und unter Rühren aufkochen lassen. Selbstverständlich könnt ihr diesen Pudding einfach auch kochen mit einer ausgeschabten Vanilleschote. Die Schote dann noch mit hineinlegen. Da muss man nicht unbedingt Vanillepuddingpulver verwenden. Also man kann auch einfach nur Stärke und Zucker und Vanille nehmen, so wie es ganz klassisch gemacht wird. Sobald der Pudding dann einmal aufkocht, lassen wir ihn so 1 Minute ungefähr köcheln und dann ist er auch schon fertig. Ab jetzt 1 Minute. Ihr seht, der kocht jetzt. Könnt auch die Hitze ein bisschen runterstellen natürlich. 1 Minute unter ständigem Rühren. Schön dicklich einkochen und ständig rühren, damit natürlich nichts anbrennt. Es blubbert schön. Und dann kann ich den Pudding auch in eine Glasschüssel umfüllen. Jawohl, da klingelt mein Wecker. 1 Minute ist rum und ich fülle um, damit er schön abkühlen kann. Grad umfüllen in eine Glasschüssel oder Metallschüssel, das geht auch natürlich. Ich stelle den Pudding dann immer gerne raus auf den Balkon. Den Pudding am besten abdecken mit einer Frischhaltefolie und zwar direkt auf dem Pudding, damit er keine Haut bildet. So, ein bisschen andrücken. Und jetzt kommt er bei mir raus auf die Terrasse. Bei mir ist es schön kalt und kann abkühlen und irgendwann hole ich ihn dann rein und stelle ihn einfach mitten in die Küche, direkt neben die Butter, damit auch beides wirklich die gleiche Temperatur hat. Das kann man auch wirklich gerne am Vortag schon so machen. Jetzt können wir uns den Ofen vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft und wir können auch schon mal unsere Kirschen abgießen. Ich habe hier 2 große Gläser Kirschen, aber ihr könnt auch nur 1 verwenden, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Einfach schon mal abgießen, damit die schön abtropfen können. Und da wir sehr gerne Frucht in unserer Donauwelle haben, verwende ich 2 Gläser Kirschen. Das sind dann so ungefähr 700 Gramm Abtropfgewicht.
schmeckt uns dann einfach viel, viel besser, als wenn nur ein Glas verwendet wird. Ich mache es hingegen so, wenn ich eine Torte daraus backe, also eine 26er, dann halbiere ich einfach das ganze Rezept. Dann nehme ich nur ein Glas Kirschen. Schön gucken, dass es hier nicht unten im Kirschsaft hängt. Den Kirschsaft verwende ich anderweitig. Den nehme ich nicht mit in diese Torte, aber ihr könnt zum Beispiel hier jetzt auch eine Fruchteinlage kochen und sie einfrieren und für eine andere Torte dann verwenden. Schön beiseite stellen und abtropfen lassen. So, und für den Rührteig verwende ich ein ganzes Paket Butter. Alle Zutaten für den Teig sollten natürlich Zimmertemperatur haben, auf jeden Fall. Hinzu kommt 200 Gramm Zucker. Dann füge ich hinzu 1 Esslöffel selbstgemachten Vanillezucker. Also wenn ihr eine Vanilleschote habt, dann einfach auskratzen und verwenden und dann die restlichen Schoten nicht wegwerfen, sondern einfach in ein Glas mit Zucker geben und ein bisschen ziehen lassen. Am besten anfangs etwas auflassen, dass die Feuchtigkeit der noch frischen Schoten entweichen kann. Ab und zu mal schütteln und ihr habt einen wunderbaren, selbst hergestellten Vanillezucker. Zusätzlich füge ich wie immer noch etwas Vanillepaste hinzu. Gerne auch Extrakt verwenden, ungefähr 1 Teelöffel, damit es richtig schön vanillig wird. Eine Prise Salz sollte natürlich nicht fehlen, geben wir auch noch hinzu. Das jetzt schön miteinander cremig rühren, damit der Zucker sich so ein bisschen auflösen kann. Deswegen sollte auch die Butter schön weich sein. Und dann geben wir die Eier nach und nach, wirklich jedes Ei schön unterrühren dazu. Und jetzt nicht nur so kurz rühren, sondern wirklich so lange rühren, bis die Butter schön weiß schaumig ist. Ab und zu runterkratzen und falls sie euch nicht weich genug ist, ganz kurz in die Mikrowelle stellen, dann klappt das auch. Aber nur kurz. Genau, ab und zu mal runterkratzen. Die Butter hängt sich gern mal so an die Wand, dass wirklich alle Butter schön schaumig, weiß schaumig geschlagen wird. Denn das wollen wir hier haben bei dem Rührteig. Sieht schon ganz gut aus. Ein bisschen was rühre ich noch. Kann man so von ausgehen, ungefähr 5 Minuten. Dann ist eure Butter richtig schön cremig verrührt. Da könnt ihr die Rührmaschine einfach auf 5 Minuten auch einstellen. So. Richtig schön hellcremig ist nun die Butter aufgeschlagen. Wunderbar. Ja, der Zucker beginnt auch schon sich so ein bisschen aufzulösen. Und das geht jetzt noch weiter, während die Eier dazu gerührt werden. Eins nach dem anderen, jeweils auf höchster Stufe, so ungefähr eine halbe Minute. Einfach, dass wirklich jedes Ei schön mit hineingerührt wird. 5 mittelgroße Eier aufschlagen. Ich habe jetzt zwar große, aber am besten ist mittelgroße. 1. So, das erste Ei ist drin. Jedes der Eier auf höchster Stufe ungefähr eine halbe Minute reinrühren. Wunderschön, sieht gut aus. Wenn das jetzt so ein ganz klein bisschen grieselig ist, macht das nichts, denn jetzt kommt ja das Mehl schon hinzu. Und zwar am besten in 2 Portionen. Und zwar haben wir hier 380 Gramm Mehl. Und dazu gebe ich jetzt 3 gestrichene Teelöffel Backpulver. Hier dieses schöne Tool könnt ihr auch bei mir im Shop bekommen. Ich finde das wunderschön, es macht richtig Spaß damit zu backen. Gerade noch schön miteinander vermischen, dass wir einfach sicher sind, dass das Backpulver gut in dem Mehl verteilt ist. Das reicht auch schon. Und jetzt das Mehl einfach in 2 Portionen dazugeben. Das muss nicht unbedingt gesiebt werden, wenn es nicht klumpig ist. Also dann könnt ihr es einfach so zugeben. Kurz unterrühren, mittlere Stufe höchstens. So, das langt schon. Also wirklich da jetzt nicht überrühren. Die zweite Portion noch hinzufügen und noch mal kurz auf mittlerer Stufe oder geringer Stufe unterrühren.
Ich gebe hier jetzt immer noch gerne ein bisschen Rum hinzu. Ihr könnt aber auch Milch nehmen, denn der Teig ist meist dann so etwas zu fest, um den gut aufs Blech zu kriegen. Also ich nehme einfach 3 Esslöffel Rum noch dazu. Oder sagen wir mal 2 Esslöffel Rum und einen Esslöffel Milch noch. Wenn er noch zu fest ist, dann noch Milch dazugeben. Also ist noch relativ fest. Einen Esslöffel Milch gebe ich noch dazu. Und rühre den gerade noch unter. Und unser Teig ist wunderbar. Hier könnt ihr natürlich auch Rumaroma hinzugeben, wenn ihr den Rum nicht wollt und trotzdem den Geschmack haben wollt von Rum. Einmal mit dem Spatel nacharbeiten und schauen, ist der Teig wirklich so, wie er sein soll? Fällt er reißend vom Löffel? So, und jetzt nehme ich hier 2/3 ungefähr vom Teig ab. Ich mache das eigentlich immer so Pi mal Daumen und gebe das schon mal auf mein Backblech. So, das Backblech ist soweit fertig. Den Backrahmen am besten ganz leicht einfetten mit etwas Butter oder Margarine natürlich, geht auch. Das muss nicht viel sein, einfach so eine kleine Menge, dass unser Teig da nicht so dran kleben bleibt. Ich nutze da immer gerne die Reste von der Butter, vom Butterpapier. Da ist oft noch genug dran, dass man den ganzen Rahmen noch einstreichen kann. Und jetzt, wie gesagt, 2/3 von dem Teig hier drauf geben. So ungefähr. Und den streiche ich mir jetzt mit meiner Streichhilfe schön glatt. Kann man auch mit der Teigkarte machen. Und es ist so, wenn ihr die Donauwelle höher haben wollt, dann könnt ihr natürlich den Rahmen auch kleiner einstellen. Sehr schön. Das Blech gerade beiseite stellen, denn jetzt wollen wir ja hier unter den Rest unseres hellen Teiges noch den Kakao rühren und etwas Milch oder gerne auch noch einen Löffel Rum, damit wir einfach noch den dunklen Teig bekommen. Und den Kakao, den siebe ich mir jetzt durch. Ich habe jetzt hier 20 Gramm Kakao, Backkakao. Und den siebe ich, weil der bei mir so ein bisschen klumpig ist. Nicht, dass wir nachher Klumpen in unserem Teig haben. Das wollen wir ja nicht. Hinzu kommt noch ein Esslöffel Milch und bei mir noch ein Esslöffel Rum. Definitiv. Aber wie gesagt, müsst ihr nicht machen. Ihr könnt stattdessen auch noch weitere Milch verwenden. Gerade kurz unterrühren. Und sollte der Teig noch so ein bisschen zu fest sein, dann einfach noch einen kleinen Schluck Milch hinzugeben. Upsala, natürlich nicht so, dass man spritzt. Also er sollte sich jetzt möglichst leicht auf dem hellen Teig verstreichen lassen. Und das geht nicht, wenn er zu fest ist. Jetzt gucken wir nochmal, hat unser Teig die richtige Konsistenz? Ja, ich würde sagen ja. Und dann können wir ihn auf dem hellen Teig verteilen. Nicht alles auf eine Stelle, dann habt ihr es leichter beim Einstreichen bzw. beim Verteilen des dunklen Teiges auf dem hellen. Also immer so ein bisschen gucken, schon drauf geben, in dem Bewusstsein, dass man nachher verstreichen muss. Und hier ist es wirklich so, je flüssiger eben der braune Teig ist, desto einfacher kriegt man ihn auf dem hellen Teig verstrichen. Und gerade vorsichtig, ganz sanft verstreichen. Hier geht das zunächst mal ganz gut mit der Palette oder mit der Streichhilfe und dann mit der Teigkarte noch mal ganz glatt machen. Dafür nehme ich mir dann immer noch meine Teigkarte her und gehe da noch mal einmal richtig schön entlang und schaue, dass es wirklich alles gut und schön gleichmäßig verstrichen ist. Sehr schön. Und was fehlt uns jetzt noch? Natürlich nur die Kirschen. Und die habe ich jetzt hier richtig schön abtropfen lassen. Und jetzt gebe ich die hier alle der Reihe nach auf den Teig. Und ich habe das gerne, wenn die so ein bisschen eingedrückt sind.
und relativ in Reihe und Glied hier auf den Teig kommen, dass jedes Stück gleichmäßig Kirschen hat. Bisschen eindrücken. Also definitiv 2 Gläser müssen es schon sein. So eine Donauwelle, die hat ja schon auch dann die Buttercreme und die Schokolade. Und da ist dann so ein bisschen Frucht eine willkommene sozusagen Komponente, ein Kontrapunkt dazu. So, letzte Reihe. Ihr seht, da bleiben nur noch ein ganz paar wenige übrig. Die kriege ich nicht mehr drauf. Alle sind schön ein bisschen eingedrückt. Wichtig, damit der Teig dann schön um sie rumschließt und wir dann auch unser schönes Wellenmuster bekommen. Und jetzt darf unser Kuchen im unteren Drittel des vorgeheizten Backofens bei 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft so ungefähr, ja, so 30 bis 40 Minuten maximal backen. Ich stelle erstmal auf 30 Minuten und dann gucken wir mal. Ungefähr hier. So, während jetzt mein Kuchen backt und das klappt auch richtig gut, ich habe schon geschaut, kann ich hier schon mal meine Buttercreme da einfach vorbereiten. Folie abziehen, einmal durchrühren, ganz wichtig. Sehr schöner Pudding, sehr lecker. Die Temperatur ist gut auf Zimmertemperatur gekommen. Und ich hatte jetzt mein Paket Butter einfach daneben in der Küche stehen. Gleiche Temperatur. Die rühre ich jetzt einfach schön geschmeidig. Genau. Sobald die sozusagen abfliegt von den Rührern, ist sie gut genug geschmeidig verrührt. Und da können wir esslöffelweise unseren Pudding dazugeben. Immer schön nacheinander, damit sich beides aneinander gewöhnt. Dürfen auch 2 Esslöffel sein. Das ist nicht so dramatisch. Aber immer schön peu à peu. Wunderbar, eine schöne Buttercreme ist entstanden. Ich rühre sie dann immer noch mit dem Spatel so ein bisschen durch. Nach 30 Minuten war mein Kuchen absolut gut fertig gebacken. Also ich würde jetzt auf keinen Fall länger backen. 30 Minuten und die Stäbchenprobe war perfekt. Ich stelle ihn jetzt raus auf die Terrasse zum schnellen Abkühlen. So, meine Kuchenplatte ist gut abgekühlt. Nicht ganz, aber doch ganz gut. Eine halbe Stunde hatte ich sie draußen stehen. Jetzt können wir hier schon unsere leckere Buttercreme drauf verteilen. Und dann muss sowieso der Kuchen dann nochmal kalt stehen. Insofern muss er nicht ganz ausgekühlt sein, sondern darf so ein ganz bisschen Restwärme schon noch haben. So, schön verstreichen unsere Buttercreme. Und wenn ihr alles höher haben wollt, also alle Schichten höher haben wollt, dann könnt ihr natürlich auch den Backrahmen entsprechend anders einstellen. Ich finde es so gut. Ich finde, sonst wird es einfach zu mächtig. Also für uns ist das hier so genau richtig. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Manche Leute wollen auch richtig viel Buttercreme obendrauf haben. Ich finde das persönlich dann zu viel, aber das kann man ja machen, wie man möchte. Und jetzt wirklich schauen, dass alles möglichst gerade und gleichmäßig ist natürlich. Nachdem ich jetzt alles mit der Palette schon schön gemacht habe, nehme ich nochmal meine Teigkarte und ziehe alles super glatt ab. Dann sehe ich auch, wo noch irgendwie zu viel ist, wo zu wenig ist. Und dann habe ich eine super glatte Oberfläche. Wunderbar, alles fertig. Unsere Donauwelle darf jetzt noch mal kalt stehen. Am besten so 1 Stunde mindestens. Ihr könnt sie auch über Nacht kalt stellen. Auf jeden Fall 1 Stunde sollte es sein. Und dann können wir hier oben unseren Schokoguss drauf geben. 300 Gramm Schokolade habe ich mir hier in meinem Schmelzgerät schon mal schmelzen lassen. Das geht hier auf der Einstellung Schmelzen, also Melt, warm halten auf warm. Dieses Schmelzgerät gibt es auch bei mir im Shop. Es ist sehr gut und man kann lange Zeit dann auch die Schokolade für alle Projekte warm halten. Um die Kuvertüre jetzt hier richtig zu temperieren, gebe ich noch das letzte Drittel hinzu. 300 Gramm sind schon hier drin. 100 Gramm kommen noch dazu.
Je feiner ihr die Schokolade hackt, desto besser, desto schneller geht das Ganze. Gerade unterheben, dann haben wir die richtige Temperatur und können die Schokolade einfach hier warm halten. Und selbstverständlich könnt ihr das Ganze auch auf dem Wasserbad durchführen. Darauf achten, dass der Topfboden das Wasser nicht berührt. Das Wasser sollte nicht zu heiß sein, also es sollte möglichst nur sieden, nicht sprudeln kochen, sonst wird das zu heiß für die Schokolade. Und ich habe mir jetzt hier 6 Esslöffel neutrales Öl abgewogen. Also ich rechne immer so auf 200 Gramm Schokolade 2 bis 3 Esslöffel Öl, damit einfach der Deckel halbwegs schneidbar ist. Schön dazu rühren. Hat auch den Vorteil, dass die Schokolade flüssiger bleibt und wir sie einfach länger bewegen können auf der Donauwelle. Das ist einfach ein neutrales Öl. Ich habe jetzt hier Sonnenblumenöl und ihr seht, das wird jetzt richtig schön flüssig und so sollte es auch sein, damit wir dann auch wirklich unseren Guss verteilen können. So, die Werkzeuge liegen hier bereit. Meine Teigkarte, falls ich sie benötige, eine Palette, falls ich damit streichen möchte und ein Kamm für die Welle nachher. Wir haben jetzt hier unsere geschmolzene Schokolade. Die sollte natürlich nicht zu heiß sein. Gerade wenn sie von einem Wasserbad kommt, ist sie oft viel zu heiß. Und da müsst ihr schauen, dass sie so ein bisschen abkühlt. Denn sonst haben wir auch eine geschmolzene Buttercreme dann unter uns. Jetzt kommt es darauf an, beherzt zu gießen und zu hoffen, dass alles gut funktioniert. Jetzt nicht lang warten, sondern entweder mit der Palette oder eben mit Bewegungen des Bleches die Kuvertüre schön verteilen. Und ihr seht, das zieht schon an. Also man muss da wirklich richtig schnell vorgehen. Wir haben es geschafft. Ohne Palette, ohne alles. Dann können wir schon mit unserem Kamm durchgehen. Ich nehme jetzt mal die schmalere Seite. Ihr könnt natürlich auch nur eine glatte Oberfläche machen, das ist ein bisschen einfacher noch. Man muss halt wirklich genau den Zeitpunkt abpassen, wann sozusagen die Kuvertüre bearbeitbar ist. Ich lasse das Ganze jetzt noch etwas anziehen, es ist noch nicht ganz fest überall. Für die Dekoration schlage ich mir noch etwas Sahne steif mit Sahnefest und ein bisschen Vanillezucker. So, die Sahne für unsere Deko ist schön festgeschlagen. Für uns gehört es zu einer Donauwelle dazu, einfach weil es so viel schöner aussieht. Aber ganz, ganz klassisch ist die Donauwelle schon fertig, ohne auch die Sahne und die Kirschen. Aber ich finde es einfach viel schöner so. So, dann können wir unseren Spritzbeutel schon mal vorbereiten. So ein bisschen über die Hand geben oder über ein Glas, ganz egal, wie ihr das besser könnt. Und dann können wir hier schon mal füllen. Ich lasse mir ein bisschen Sahne immer noch gerne auch hier in dem Gefäß, denn dann kann man sie noch mal fester aufschlagen und dann ist der Spritzbeutel auch nicht so voll. Also die Hälfte lasse ich gern drin. Meistens ist auch unten noch nicht so fest aufgeschlagen. Jetzt kann man hier die Teigkarte nehmen und gerade so ein bisschen vorschieben. Und dann können wir jetzt einfach gerade drehen hier hinten und die Sahne kommt nach vorne. Das ist die Tülle 1M. Spritzbeutel gibt es bei mir im Shop, Tülle auch und auch alle anderen Werkzeuge und Schüsseln und so weiter. Dann kann ich nämlich jetzt mal schon mal so ein bisschen vorsichtig vorschneiden. Das Messer ist nicht heiß, sondern es geht einfach ganz gut durch. Und somit entstehen 24 Stücke auf Tonnenblech. Das ist so die ganz klassische Schnittweise. Und ihr seht, es geht ganz gut durch, ohne dass irgendwas bricht. Mit einem sauberen Messer gehe ich jetzt noch mal ganz durch. Und ihr seht, da bricht nichts. Also durch das Öl in der Kuvertüre ist das wirklich klasse. Auf geht's, lasst uns die Stücke noch final dekorieren. Also mit 200 Gramm Sahne kommt hier gut aus. Und ich setze mir noch die leckeren Belegkirschen auf. Und ich liebe es einfach, es sieht so schön aus, so viel schöner als einfach ohne jede Deko. Und die letzte Kirsche.
Und unsere Donauwelle ist fertig und wir können sie probieren. Da sieht man die wunderbare Welle. Lasst uns probieren. Mir läuft hier schon das Wasser im Mund zusammen. Die klassische Donauwelle gehört zu unseren absoluten Lieblingen. Das muss man sagen. Meine Kinder schreien immer vor Freude, wenn ich sage, ich mache wieder eine Donauwelle. Lasst uns probieren, diese wunderschöne Donauwelle. Einfach immer wieder genial. Ein Gedicht. Das war meine Donauwelle, ein schönes klassisches Rezept. Ich hoffe, ihr probiert sie einmal aus und habt Spaß daran. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, gerne auch einen netten Kommentar. Teilt das Video mit euren Freunden und mit der Familie und wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut. Viel Spaß beim Shoppen im Shop und viel Spaß beim Backen. Tschüss!